Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen zum Neumond-Orakel. Ich bin schon wieder meiner Zeit voraus. Morgen ist Neumond. Wir schauen, was die Neumondphase so mitbringt. Das Ende einer Ära und damit verbunden Entschleunigung. Hier unten haben wir noch den Ruhestand. Es kann jetzt für viele sein, dass es um ein Thema geht, wo man viel Kraft gebraucht hat, wo etwas endgültig zu Ende ist und wo man jetzt so ein bisschen in die Ruhe mehr geht oder sich darauf vorbereitet, wie man sein Leben in Zukunft gestaltet. Man hat mehr Zeit, etwas entschleunigt und da ist auch so die Akzeptanz dabei, ne? Es ist etwas nicht mehr, wie es war. Ja, und die Karte sagt uns eigentlich auch, alles verläuft in Zyklen und Rhythmen und Kreisläufen. Aber hier ist so diese Energie, die mehr Ruhe reinbringt, die ein neues Kapitel auf unserem Lebensbuch aufschlagen lässt, wo man dann auch schon so Pläne schmiedet, wie es in der Zukunft weitergeht. Es passt ja irgendwie auch nicht zum Neumond, dass irgendetwas zu Ende geht und etwas Neues beginnt. Wir haben hier die Fische, die Geldkarte, die Emotionen. Möglicherweise ist so ein Zyklus vorbeigegangen, wo man sich Gedanken machen muss, wie man es schafft, dass das Geld einem auf Dauer treu bleibt. Andere Situation wäre jetzt hier zum Beispiel, sind so die Seelenfreunde, ne? Die Treue, die Loyalität, die man von anderen kriegt. Vielleicht auch Abhängigkeiten in diesem Bereich, ne? Finanzielle Abhängigkeiten oder dass man jemand mitgezogen hat oder jemand uns mitgezogen hat. Zweifel, den Weg irgendwie nicht richtig sehen, Gedanken haben, die möglicherweise auch noch mehr Zweifel schüren. Unsicherheiten könnten sich hier in uns ausbreiten. Klar, wenn etwas zu Ende geht, ist es meistens schwierig, den Anfang wieder zu wagen, weil man es vielleicht auch nicht kennt. Man hat so ein bisschen Misstrauen in die Situation. Ja, hier geht es trotz allem sehr stark um die Seelenmenschen, ne? Ich kann es jetzt nicht anders sagen. Die uns sehr am Herzen liegen, Freundschaften, die wichtig sind, die hier auch im Vordergrund irgendwie stehen. Das Hinterfragen der Dinge, was ist noch in Liebe, wo bin ich mehr so der Typ, der einfach etwas weitermachen will, obwohl ich genau spüre, dass es nicht stimmig ist. Wir haben ja die schicksalshaften Einflüsse der Vergangenheit, karmische Prozesse, Menschen, die uns karmische Lektionen mitgegeben haben. Kann ja auch im Feld der Liebe sein. Herausforderungen. Es ist schon mal schön, dass wir das Kreuz in der Vergangenheit lassen, ne? So, und hier kommt der Schlüssel, der uns hier hilft, eine andere Stabilität zu finden, tatsächlich eine neue Tür zu öffnen, einen Erfolg irgendwie zu kriegen, das Gefühl der Sicherheit zu haben.
Das ist so Zweifel gegen Sicherheit, ne? Und hier setzt ein natürlicher Flow dann wieder ein, ne? Den man in einer neuen Lebensphase eben hat. Das Schiff fängt wieder an zu fahren. Man dehnt sich aus, man weitet sich, man kommt in einen Flow. Man hat wieder die nächste Zeit so auf der Lebensreise, bei der man neue Pläne machen kann. Hier kommt es schon. Das neue Kapitel aus dem Umfeld auch raus mit. Es kann sein, es ändert sich bei jemand anderem was und es ändert sich für dich mit. Hier kommt auch Wissen, ne? Die Instruktion, die wir brauchen, die Möglichkeiten, die wir haben. Erfahrungen spielen hier eine Rolle. Und hier geht die Sonne auf. Wir haben hier eine bestimmte Lektion gelernt, eine Prüfung bestanden, die gute Energie. Das ist da, wo du auch wieder Ja zu allem sagst. Von innen raus. Und es ist hier sehr stabilisierend für uns, für das Umfeld, für die Familie. Und hier ist der Umbruch, ne? Etwas fängt an, etwas wird beendet, eine Herausforderung wird beiseite gelegt. Man schafft es, aus dem Türmchen rauszukommen, man kann seine Mauern sprengen. Man hat etwas hinter sich gebracht, was schwierig war. Hier ist sogar möglich, es gibt vielleicht irgendwo eine häusliche Situation, die verändert wird. Den Wohnort, die Wohnung, Veränderungen im Umfeld, Umzüge, sowas alles sieht man. Ne? Wenn ein neues Kapitel anfängt, dann kannst du wieder was Neues aufbauen und so ist das hier gemeint. Spannend. Die Stille ist wichtig, der Rückzug, das In sich gehen. Und guck mal, hier unten am Deck haben wir die Fülle liegen. Was wir hier auch haben, ne, dass man sich vielleicht Gedanken macht, wenn ich was ändere oder etwas reduziere oder mich ausruhe, bin ich versorgt. Aber die Karte wiederholt eigentlich nur das, was die anderen sagen. Hier ist Ruhe, Ruhe, Ruhe wichtig. Auszeit nehmen. Entschleunigung. Es kann auch nur kurz sein. Ne? Timing ist wichtig. Instandsetzen von Dingen. Und selbst regenerieren. Angelegenheiten durchdenken. Ja, und hier möchte etwas zu neuem Wachstum erwachen, das hier von der Sonne auch schön bestrahlt wird. Wir haben hier tatsächlich, dass die Tundra sozusagen, die wir hier in unserem Zustand irgendwie brauchen, dass es sich dann so anfühlt, wie dass man nicht mehr gefroren ist, sondern dass das Tauwetter, das Wasser schmelzt und alles wieder mehr in den Flow bringt. Man blüht wieder neu auf, man dehnt sich, man hat so die Herzöffnung auch dabei. Man öffnet sich wieder der Erfüllung und der Fülle und des Gedeihens. Aber im verdörrten Zustand kannst du schlecht gedeihen, ne? Deshalb ist hier die Auszeit wichtig. Ja, Dankbarkeit für das, was wir besitzen.
diese stabilisierende, erdende Energie, die wir hier hinten auch haben. Die Herausforderung, die Prüfung, die wir bestanden haben, das sind sehr schöne Karten. Aber auch sehr intensiv, ne? Guckt mal, hier unten haben wir tatsächlich, dass wir etwas sprengen können, was wir benutzt haben, um uns nicht verletzbar zu machen. Mauern oder Begrenzungen aufzulösen. Und hier kommt der Schutzpanzer, ne? Und ich glaube, dass wir hier in eine Phase gehen, wo das nicht mehr nötig ist, wo wir das ablegen können, wo wir Ballast hinter uns lassen, wo man diese Führung auch wieder spürt, ne? Wo dem Zweifel dann die Sicherheit weicht, wo man wieder auf seinem Weg ist und wo man eben den ganzen schweren Panzer ablegen kann. Hier kämpft man auch nicht mehr rum oder lässt sich auf Auseinandersetzungen ein. Man gibt keine Kraft mehr ab für Dinge, die zu nichts führen. Und das Gürteltier lehrt eigentlich hier, dass man den Weg folgt, dass man angeleitet wird, dass die Seele nicht zerstörbar ist und dass man auch nicht immer auf Gegenangriff sein muss, sondern hier ist etwas, das wird akzeptiert, weil es nicht mehr wirken kann, ne? Akzeptanz und Vollendung. Wow. Das lassen wir so stehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Neumondphase. Ich drücke euch und bis bald.